Das bereits 1960 vollkommen rekultivierte Südrevier steht für den Beginn des rheinischen Braunkohletagebaus. Die früheste Nutzung der Braunkohle im Rheinland reicht bis in das 17. Jahrhundert zurück. Zuerst wurde die Kohle nur per Handarbeit an der Oberfläche abgebaut. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts vollzog sich der Übergang zum industriellen Groß- und Tieftagebau. 1876 wurde auf der Roddergrube bei Brühl erstmals Braunkohle zu Briketts verarbeitet. Am Ende des 19. Jahrhunderts hatten sich etwa 20 Tagebaue in diesem Gebiet entwickelt, deren Namen teils heute noch bekannt sind. Westlich von Brühl waren dies die Roddergrube und die Grube Bleibtreu, die später zum Tagebau Gruhlwerk gehörte. Östlich der Linie von Kirdorf über Köttingen nach Lippla lagen die Gruben Concordia, Lippla und Donatus. Ganz im Süden befand sich der Tagebau Berggeist. Südwestlich von Brühl lag die Grube Brühl, die erste bergrechtliche Gewerkschaft im Rheinischen Revier. Im Norden, unterhalb des Knappsacker Energiehügels, lag die Grube Vereinigte Wille. Ganz im Süden nahe Bliesheim gibt es noch ein ursprüngliches Waldstück, das vom Tagebau nicht tangiert wurde. Der Altwaldwille ist ein kleines, aber bedeutsames Relikt der Laubwälder, die einst großflächig die niederrheinische Bucht bedeckten. Er liegt an einem natürlich gewachsenen Standort und ist nicht durch den Tagebau umgestaltet worden. Er zeichnet sich durch seinen Altholzbestand aus, der von 200-jährigen Eichen und Buchen geprägt wird. Das Gebiet gehört zu den ältesten erhaltenen Waldbeständen der Region. Durch seinen hohen Alt- und Totholzanteil sowie der langen ungestörten Entwicklung ergibt sich ein herausragender ökologischer Wert. Es ist ein wichtiges Referenzgebiet für die Waldforschung in Nordrhein-Westfalen. Von der Südspitze der Wille öffnet sich die Rheinische Tiefebene bis nach Bonn. Das zuerst wieder rekultivierte Gebiet war der Bereich um den Tagebau Berggeist. Der Berggeistweiher, auch Tonweiher im Volksmund, befindet sich auf dem Gebiet der Stadt Brühl und grenzt an das Gebiet der Ortschaft Walberberg und der Stadt Bornheim an. Genau vis-à-vis des Phantasialandes. Er ist vollständig von Wäldern umgeben, als Naturschutzgebiet ausgewiesen und liegt auf 137 Meter Höhe. Die Autobahn 553 mit der Autobahnanschlussstelle Brühl Süd liegt unweit etwas nördlich. Der Berggeistweiher ist regional sehr bekannt. Ein 3,7 Hektar großes Gebiet im Westen gehört zum Rhein-Erft-Kreis und ein 10,5 Hektar großes Gebiet im Süden zum Rhein-Sieg-Kreis. Beide Gebiete stehen unter Naturschutz. Um den Naturschutz zu erhalten, wurde im August 2023 der Pfad am Seeufer gesperrt und zurückgebaut. Ein Schwenk über den See und das Phantasialand. Ganz im Hintergrund die Rheinische Tiefebene mit dem Rhein. Ein kleiner Geheimtipp ist der Silbersee.
Er entstand Mitte der 1930er Jahre, als sich die Restlösche der Tagebaue wieder langsam mit Grundwasser füllten. Benannt wurde er nach dem Kommerzienrat Adolf Silberberg, der 1898 die Gewerkschaft Fortuna gründete. Er ist 2,2 Hektar groß und 4,5 Meter tief. Er steht unter Landschaftsschutz. Über den Silbersee hinweg geht unser Flug am Donatussee links im Bild vorbei zum Willenhofer Maar. Am unteren Bildrand der Zwillingssee. Der Zwillingssee ist ein Paradebeispiel für eine erfolgreiche, naturnahe Rekultivierung nach dem Braunkohletagebau. Dieses unter Naturschutz stehende Stillgewässer entstand 1955. Der kleine See ist absolut naturbelassen. Es führt kein Weg drumherum. Es gibt auch keinen Trampelpfad, der durch das dichte Gebüsch zum Ufer führt. Denn der Weg zum Ufer ist sehr steil. Hier am Willenhofer Maar wurde der Abbau von Braunkohle bereits 1936 eingestellt. Es handelt sich damit um eines der ältesten Gewässer in der Wille. 1966 umfasste das weiherartige Gewässer eine Fläche von 1,9 Hektar mit einer mittleren Tiefe von 1,5 Metern. Seit 1972 Teil eines Landschaftsschutzgebietes, wurde der See 1984 unter Naturschutz gestellt. Bis 1980 wurde er nur durch Grundwasser gespeist. Um ein Absinken des Wasserspiegels zu verhindern, wurde eine Verbindung zum südlich gelegenen Tongraben geschaffen. Im Bereich der mittleren Seen wurde bis in die 1960er Jahre Braunkohle abgebaut. Der Donatussee, hier rechts ins Bild kommend, ist mit 15 Metern der tiefste aller Willeseen. Die 9,6 Hektar große Wasserfläche steht heute unter Landschaftsschutz. Es sind ganzjährige geschützte Laichzonen eingerichtet, die nicht betreten und nicht befischt werden dürfen. Die Brikettfabrik Donatus war einer der größten im gesamten Revier. Der Name Donatus ist heute noch in aller Munde. Das mag auch daran liegen, dass hier der alljährliche Donatuslauf rund um den See ausgetragen wird. Unweit vom See entfernt stehen die sogenannten Hutanusbestände mit mittlerweile knapp 80 Jahre alten Buchen, die sich hier prächtig entwickelt haben. Über den Donatussee hinweg Richtung Brühl gelangen wir zum Entenweiher. Das stille Gewässer ist von Mischwald umgeben und ein beliebtes Ziel für Wanderer. Die Ufer sind naturbelassen und vollständig zugewachsen. Der Pingsdorfer See ist ein Angelsee. Die Seenkette Ober-, Mittel-, Untersee wurden künstlich angelegt. Die heutige Seenkette entstand im Wesentlichen 1965, als unter anderem eine Eisenbahntrasse am Ober- und Untersee zurückgebaut wurde. Der Untersee liegt am tiefsten Ende der Kette in Brühl und ist mit rund 19 Hektar der größte der drei Seen. Er steht unter Landschaftsschutz. Ganzjährige Laichzonen dürfen weder betreten noch befischt werden. Sein Wasserspiegel liegt 4 Meter tiefer als der Mittelsee und 8 Meter tiefer als der Obersee. Die Seen sind durch Dämme getrennt und haben da auch einen Ablauf.
Der Mittelsee ist ca. 6 Meter tief und wurde auch 1972 als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Durch Auswaschung von Braunkohleasche ist er sehr stark mit Sulfat belastet. Der Obersee ist ca. 5 Hektar groß und hat eine mittlere Tiefe von etwa 3,5 Metern. Mit einer Angelkarte darf man hier angeln, aber Baden ist verboten. Im See befinden sich Altlasten mit Bauschutt, Ziegelbruch, Schlacke und Asche. Auch Hausmüll wird vermutet. Der Liplarer See ist 52,8 Hektar groß und zählt aufgrund der vielfachen Nutzung zu den wichtigsten Seen der Ville-Seenplatte. Viele Wassersportvereine haben sich rund um den See niedergelassen. Unter anderem der überregional bekannte Segelclub Ville. Mit etwa 400 Mitgliedern gehört der SCV zu den Top 15 Segelvereinen in NRW. Am nördlichen Ufer befindet sich ein Campingplatz und ein Strandbad. Es ist ein bekanntes Naherholungsgebiet für die Städte Köln und Bonn. Viele Camper nutzen die Ganzjahresstellplätze. Gleich nebenan liegt der Franziskussee. Sofort erkennbar durch die 2 kleinen Inseln. Er entstand um 1965, hat eine Fläche von 16,1 Hektar bei einer maximalen Tiefe von 6,8 Metern. Heute steht der See als eigenständiges Naturschutzgebiet Franziskussee unter strengem Schutz. Ein biologisches Highlight des Sees sind die 2 künstlich angelegten Inseln. Für bodengebundene Raubtiere sind sie unerreichbar und haben sich überregional zu einem bedeutenden Brutplatz entwickelt. Besonders bekannt ist der See für seine Sturmmöwenkolonie. Weiter geht die Reise zum Haider Bergsee. Einst grub sich hier die Grube Grulwerk tief in das Erdreich. Ab 1964 füllte sich die Grube mit Wasser und 1967 war der Haider Bergsee geboren. Der See hat sich zu einem der wichtigsten Freizeitzentren im südlichen Rhein-Erft-Kreis entwickelt. Trotz intensiver Freizeitnutzung besitzt der Haider Bergsee einen hohen ökologischen Wert. Die Uferbereiche im Süden und Westen sind dicht mit Schilf- und Weidebüschen bewachsen. Sie bieten sensiblen Vogelarten wie dem Haubentaucher, dem Blässhuhn und verschiedenen Entenarten geschützte Rückzugsräume für ihre Brut. Freizeitsportler und Schwimmer dürfen diese Uferzonen nicht betreten. Der Brühler Ortsteil Heide hier oben rechts im Bild ist Namensgeber für den See. Der lange Arm links ist der Zulauf aus dem Schluchsee. Ein weiterer Zulauf ist der Überlauf aus dem Bleibtreusee. Man könnte sagen, der einzige Schönheitsfleck im ehemaligen Südrevier ist die Deponie Vereinigte Ville. Sie liegt gleich unterhalb des Energiehügels Knapsack und entstand aus dem Tagebau Vereinigte Ville. Sie ist einer der größten und wichtigsten Entsorgungsstandorte in ganz Deutschland. Sie besitzt die Klassen DK1 bis DK3. Jährlich werden 1,7 Millionen Tonnen Abfall eingelagert. Ohne solche Deponien sähe unser Land bald so aus wie die weltweit größte Mülldeponie mit dem Namen Indien. Gleich neben der Deponie liegt die größte Badeanstalt Kölns, der Bleibtreusee.
Durch Bäume ist die Deponie aber komplett unsichtbar. Der Bleibtreusee hat eine ganz besondere Geschichte. Ursprünglich war er ein Klärteich, zudem wurden hier auch die Phosphorschlacken der Knappsacker Phosphoröfen verkippt. Das waren die besten Voraussetzungen für eine totale Blaualgenblüte. Eine Nutzung war dadurch unmöglich. Zur Sanierung wurde das Wasser daher wieder abgepumpt und das Phosphat im Restwasser chemisch ausgefällt. Danach wurde der See mit nährstoffarmem Grundwasser neu gefüllt. Diese Therapie war besonders erfolgreich. Heute ist der Bleibtreusee ein sehr beliebtes Bade- und Surfgewässer. Besonders die Wasserskianlage zieht im Sommer viele Gäste an. Der Gruhlsee als eines der kleineren Seen in der Kette ist ein nährstoffarmes und kalkhaltiges Stillgewässer. Er ist nur 6 Hektar groß und komplett von Wald umgeben. Der gesamte See ist mit seinen ausgeprägten Röhrichtzonen und einer zentralen Insel brütenden Vögeln vorbehalten. Der Zugang ist durch die Bundesstraße 265 und die Eisenbahnstrecke Köln-Trier begrenzt. Nur ein schmaler Wanderpfad führt von Osten an den See. Durch die ansonsten auch naturbelassene Vegetation ist das Ufer fast unzugänglich. Das ist so gewollt, um die Brutvögel zu schützen. Der See und das Umfeld ist als Naturschutzgebiet deklariert. Ein Schwenk über die Seenplatte von Osten nach Westen zeigt den Waldreichtum des rekultivierten Südreviers. Ganz im Norden zeigen sich die angrenzenden rekultivierten Gebiete, die vorwiegend landwirtschaftlich genutzt werden. Das waldreiche Südrevier endet im Norden mit der Köttinger Seenplatte. Das sind die jüngsten Seen im Südrevier. Von rechts nach links der Dinnedalsee, der Köttinger See und links ins Bild kommend der Concordiasee. Die Besonderheit ist hier, dass alle Seen miteinander verbunden sind. Oben der Knappsacker See und der Willesee laufen in den Dinnedalsee über. Der Dinnedalsee hat seinen Überlauf in den Köttinger See. Und der Köttinger See speist den Concordiasee. Der Überlauf des Concordiasees erfolgt durch einen Tunnel, genannt Erftstollen. Dieser mündet in den Liplarer Mühlengraben und dieser mündet in die Erft. Hier kann man keinesfalls von einer Industriebrache oder zerstörter Landschaft reden. Die Hinterlassenschaften des Braunkohletagebaus sind waldreicher, ökologisch wertvoller und schöner als zuvor.